Ein Benziner von Mercedes mit fast 280.000 Kilometern. Heute werden wir sehen, was wirklich in ihm noch steckt. Dieser W211 aus dem Jahr 2005 hat einen Kompressor und ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Und genau das macht den Test heute richtig interessant. Kann dieser über 20 Jahre alter Mercedes noch zeigen, dass er trotz des Alters und der Kilometerlaufleistung immer noch topfit ist? Oder merken wir, dass die Zeit bei ihm ihre Spuren hinterlassen hat? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich was ganz Besonderes für dich. Ein ungefiltertes und ehrliches Beschleunigungsexperiment mit einem alten Mercedes W211. Und hier steht er, W211 200 Kompressor, Baujahr 2005 und nicht irgendeiner, sondern einer mit echtem Einsatzleben, mit fast 280.000 Kilometern. Dieser Wagen hat Strecken hinter sich, die viele modernen Autos gar nicht erst überstehen würden. Unter der Motorhaube arbeitet der M271, ein 1,8 Liter Vierzylinder mit Kompressorausladung. Der Motor leistet 163 PS und 240 Newtonmeter Drehmoment. Und zusammen mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe fühlt sich das Ganze erstaunlich direkt an. Keine träge Automatik und kein elektrisches Nachdenken. Hier entscheidet der Fahrer, wann geschaltet wird. Laut der Werksangabe beschleunigt er von 0 auf 100 km pro Stunde in 9,6 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km pro Stunde. Aber das war im Jahr 2005 mit einem frischen Motor, mit neuem Kompressor und natürlich ohne fast 300.000 km auf dem Buckel. Dieser Wagen hat schon viel gesehen und viel erlebt. Dafür klingt der Motor aber heute immer noch erstaunlich gut. Der Kompressor sorgt dafür, dass der Druck sofort da ist. Man spürt dabei ein leichtes Pfeifen und das konstante Nachschieben beim Beschleunigen. Das Schaltgetriebe ist zwar nicht ganz so komfortabel wie ein Automatikgetriebe, bietet aber Vorteile. Man kann die Drehzeit perfekt halten, sauber einkuppeln und erst dann schalten, wenn man sich kurz vor dem Drehzahlbegrenzer befindet. Im Innenraum zeigt der Wagen, wie Mercedes früher gebaut wurde. Hochwertige Materialien, die sehr gut verarbeitet sind. Hier klappert nichts und er sieht nach so vielen Jahren immer noch sehr frisch aus. Damit dein Wagen genauso fit aussieht, habe ich dir in der Videobeschreibung günstige, empfehlenswerte Pflegeprodukte verlinkt. Schau dir das an. Und jetzt aber wieder zur Sache. Das Auto ist komplett serienmäßig, keine Softwareoptimierung, kein getunter Kompressor und kein Sportluftfilter. Also perfekte Voraussetzung für einen realistischen Test. So, wir fahren jetzt auf die Teststrecke. Der Motor wird dabei warm gefahren und die Reifen werden auf die Betriebstemperatur gebracht. Vor dem Test werde ich die Klimaanlage ausschalten, damit der Motor vor der unnötigen Belastung befreit wird. Beim Start ist Folgendes wichtig: sauber einkuppeln, nicht zu viel Schlupf, aber auch nicht zu wenig Gas. Beim Handschalter entscheidet nämlich jeder kleine Fehler über ein paar Zehntel. Und genau das macht den heutigen Test so spannend. Okay, erster Versuch. Ich kupple sauber ein, erhöhe die Startdrehzahl und ziehe dann durch. Los geht's. Geschaltet wird ungefähr bei 6000 Umdrehungen pro Minute. Der Start war gut, aber es geht noch etwas besser. Beim Schalten vom zweiten und dritten Gang hätte ich vielleicht noch ein Zehntel gut machen können. Ich probiere es deshalb noch einmal. Jetzt kommt also Durchgang Nummer 2. Diesmal konzentriere ich mich besonders auf das Schalten. Laut Werksangabe soll der W211 E200 Kompressor in 9,6 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde beschleunigen. Für einen Wagen mit fast 280.000 Kilometer, einem Kompressor und einem Schaltgetriebe, die schon einiges hinter sich haben, ist es wirklich beeindruckend. Man spürt, dass der Motor nichts an seine Frische verloren hat, ist trotz seiner Kilometerlaufleistung immer noch nicht müde
und die Schaltung fühlt sich immer noch präziser an. Das zeigt wieder, warum die W211 Modelle so einen guten Ruf haben. Die Technik funktioniert einwandfrei und die Laufleistung, die man hier sieht, ist für die meisten modernen Downsizing-Triebwerke unerreichbar. Mein Fazit: Der W211 E200 Kompressor ist auch als Handschalter ein unglaublich solides Auto. Er fährt direkt, fühlt sich hochwertig an und hat trotz seiner Kilometerlaufleistung genug Kraft, um die Beschleunigungswerte in der Region der Werksangaben zu erreichen. Und genau deshalb liebe ich diese Baureihe. Sie ist nicht auffällig und nicht spektakulär, aber robust und solide, auch nach Jahrzehnten. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da, abonniere meinen Kanal und schreib in die Kommentare, wie du den W211 findest. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.